Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, gestern haben wir ja hier auf W50 uns neue Runen erblättert. Die habe ich jetzt auch alle angelegt und ja, wir sind jetzt soweit erstmal maxed out. Das ist eine coole Sache. Und ja, hier seht ihr erstmal die ganzen Runen. Ich habe meinen Begleitern auch noch ein paar Schadensrunen gegeben auf die Waffen, weil das ja mit das Wichtigste ist, so, ne? Bei den Lebensenergierunen weiß ich gar nicht, wie es da aussieht. Die sind aber, glaube ich, auch alle 15% so. Das ist eigentlich auch so mit, ja, das Wichtigste so, ne? Und genau, verzaubert ist natürlich auch alles, ne? Auch auf meinem Battlemage ist alles verzaubert, weil da auch ein paar in die Kommentare geschrieben hatten, ne? Habe ich auch alles gemacht. Und ja, mit den neuen Runen, vor allen Dingen die Waffenrune, das ist halt das, was am meisten rein carried, sag ich mal so, werden wir heute mal versuchen, ein paar weitere Dungeons zu legen. Ja, ich merke auch selbst, ich sacke immer weiter ab hier in der Ehrenhalle, wo ich mich vorher immer so, sag ich mal, auf Platz 50, 40 so gehalten habe, bin ich jetzt auf Platz 80. Das liegt daran, weil ich halt lange Zeit kein Upgrade mehr gemacht habe, was das Equipment angeht. Es war jetzt auch Epic-Event gewesen, das haben bestimmt auch einige wieder genutzt, aber da warte ich dann wirklich bis zum legendären Dungeon, dass ich mir da komplett neue Items hole und bis dahin, ja, verwende ich die Pilze dann anderweitig. Und ja, wir fangen mal an. Mal schauen, ich weiß auch nicht, was in der Schattenwelt so gehen wird. Keine Ahnung, weil da haben wir ja auch stärkere Begleiter. Da sind die Gegner aber halt auch schwieriger. Ne? Deswegen würde ich mal sagen, wir gehen mal von links nach rechts durch. Ich habe schon ein bisschen in den Dungeon Simulator mal reingeschaut gehabt. Also hier haben viele Dungeons, unter anderem auch der hier, eine Chance von über 2%. Und das ist schon im Bereich, sag ich mal, wo man gut und gerne ein paar Pilze investieren kann, um hier den Gegner auch zur Strecke zu bringen. Ne? Das ist jetzt, ja, das kann man mal machen. Ne? Ja, Karantel scheint jetzt nicht so richtig Bock zu haben. Ne? Das ist jetzt tatsächlich gar nicht mal so cool. Ist jetzt auch ein Gegner, der gibt jetzt nicht so viel Erfahrung. Deswegen würde ich erstmal von dem ablassen. Ist aber generell eigentlich nicht so schwierig so. Ich glaube, bei dem brauche ich gar nicht versuchen. Das ist halt ein Magier, der wird mir erstmal noch einige Zeit zu schaffen machen. Ne? Das sind aber halt Gegner, die geben mir 300 Millionen Erfahrung. Muss man gucken. Also ich glaube, der ist noch nicht weiter möglich. Welcher möglich sein sollte, ist hier vielleicht die Athene. Ne, was hat die eigentlich für... Die hat Feuerschaden, okay. Da sind wir ja mit Eisschaden, glaube ich, ganz gut aufgestellt mit 60%. Ne? Mal schauen, was hier so geht. Die zicken alle ein bisschen rum hier. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, eigentlich sollten die... Okay, gut. Sollten die machbar sein hier. Herkules weiß ich jetzt nicht, wie es aussieht. Der wird wahrscheinlich wieder ein bisschen schwieriger werden. Ja, den werden wir mal nicht weiter tryen. So, Zauberschule ist, glaube ich, auch noch nicht weiter möglich. Das war auch noch ein Gegner, der ziemlich schwierig ist. Welche zwei Gegner aber jetzt fallen sollten, oder wo ich gute Chancen habe, ist, glaube ich, bei Osteros und bei den nordischen Göttern. Da denke ich mal, sollte das machbar sein, auch wenn Loki hier jemand ist, der hat Eisschaden, ist natürlich für mich jetzt nicht weiter, ja, also ist für mich jetzt natürlich doof, weil wir auch Eisschaden haben, wir haben ihn aber trotzdem besiegt. So, Ymir, auch Eisschaden, aber man sieht auch, ich glaube, das Ymir war ein Berserker, ne? Jo, das war ein Berserker, das heißt, da müssen wir einfach nur gut mal reinlacken und dann haben wir das auch hier geschafft an der Stelle, sehr nice, und haben schon Level Up. Das ist natürlich sehr cool, ne? So, wen haben wir hier? Die Midgard-Schlange, das war Blitzschaden, okay. Ja, aber ich glaube, der ist dann wieder ein bisschen schwieriger. Ja, ich glaube, der Ymir ging noch, weil es halt ein Bersi war. Aber ich glaube, hier wird es dann wieder ein bisschen schwieriger werden bei der Midgard-Schlange auf Stufe 420. Ja, Osteros. Osteros, das sollte jetzt eigentlich klappen. Das ist ja der Intelligenzgegner hier. Ne? Das heißt, da müssen wir ein paar Mal gut reinkritten, dass wir den besiegt bekommen. Ne? Und er darf halt nicht so viel reinkritten. Also er ist halt übelste Glass Cannon. Und wir hatten vorher schon einigermaßen gute Chancen. Jetzt mit 60%iger Schadensrunde sollte der auch eigentlich im Bereich des Machbaren sein. Und das ist auch ein Gegner, der gibt uns natürlich auch wieder recht viel Erfahrung. Deswegen try ich hier einfach mal ein paar Pilze rein, um mal zu gucken. Ja,
Ob wir den hier, eigentlich müssten wir den besiegt bekommen. Ist auch ein Gegner, der hat, glaube ich, so 2,5% Chance. Ob das immer so ganz genau ist, das kann ich euch nicht sagen so. Manchmal fühlt es sich nicht so an, als ob die so eine hohe Chance haben, sag ich mal im Sinne. Aber wir haben ja auch schon Gegner besiegt, die 0,4% Chance haben, so, ne? Das ist natürlich deutlich schwieriger. Ja, allerdings ist 2%, sag ich mal, im Schnitt 50 Pilze oder so, ne? Da sind wir jetzt wahrscheinlich schon weit drüber. Deswegen, ja, weiß ich nicht. Kann man sich auf das Tool manchmal nicht immer so ganz hundertprozentig verlassen. Ist am Ende des Tages natürlich auch eine Glückssache, ne? Ja, auf jeden Fall Giftzwerg und hier die Karantel. Das sind die zwei Gegner, die haben noch über 2% Chance, ne? Aber wollen jetzt nicht so richtig. Okay, dann gucken wir mal in der Unterwelt. Da mache ich mir jetzt nicht so viel Hoffnung, weil die Unterweltgegner sind halt wirklich, was? Da war schon ein guter Try dabei. Die Unterwelt, oder die Schattenweltgegner sind halt wirklich, das ist halt wirklich ein harter Brocken, sag ich mal so. Ich meine, wir haben jetzt alle unsere 3 Begleiter geupgradet, das ist natürlich nice, ne? Aber da habe ich mir jetzt tatsächlich nicht so Chancen gemacht. Da hätte ich mir wirklich eher Chancen hier oben gemacht, in der Lichtwelt, ne? Aber wie das manchmal so ist, ne? Teuflische Thesi haben wir jetzt hier. Geschickgegner, mal gucken, was der Gegner sagt hier. Ja, bin mal gespannt. Okay, der sieht wieder ziemlich katastrophal aus. Ja, lassen wir mal lieber Osteros. Gucken wir mal hier. Intelligenzgegner, mal schauen. Ich glaube, den hatten wir vorher schon fast besiegt gehabt, ne? Das war auch so ein Gegner, den hatten wir damals schon fast down gehabt. Und hier sieht man auch, die Tries, die sind echt schon auf jeden Fall, ja, im Bereich des Machbaren, sag ich mal so. Und da ist er auch down. Ja, so wollte ich das sehen. Hier Intelligenzkettchen haben wir hier gleich. Plus 61. Das ist natürlich strong. Machen wir mal Edelsteinsockel hinzufügen. Das für einen Mark war das natürlich nice, ne? Haben wir noch eine Lebensenergie-Rune, vielleicht eine bessere oder so? Oder müssen wir die 5%ige nochmal? Ich glaube, wir müssen die 5%ige nochmal tauschen. Runentausch auf die Kette hier. Wo haben wir das denn? Das müsste das sein hier, ne? Jawohl. So, Steingewinnung machen wir auch mal, weil Steine sind bei mir momentan auch Mangelware. Ja. Sehr cool. Haben wir das auch? Holunder, Stärkegegner. Oh, der war easy. Was? Das hätte ich jetzt wiederum nicht gedacht, dass das hier so gut vorangeht jetzt in der Unterwelt hier. Nee, das nehme ich nicht. Da möchte ich nicht auf die Rüstung verzichten. Das zerlegen wir gleich dann mal. So, was haben wir hier? Stärke. Wieder ein Stärkegegner. Mal schauen. Und der ist auch down. Was? WTF? Die fallen einfach besser als in der Lichtwelt, ey. Was? WTF? Krass, krass, krass. Ja gut, aber ich beschwere mich nicht. Okay, jetzt haben wir die Blindschleiche hier. Das wird wieder ein Blocker werden, ja. Das ist ein krasser Magier hier in der ich sage immer Unterwelt, ist ja eigentlich die Schattenwelt, ne? Aber ist so drin irgendwie. So, Heimdall. Mal gucken. Einfach mal ein paar Tries geben. Ne? Mal schauen, wie es hier aussieht. Ja, also ich probiere mich einfach mal so ein bisschen durch hier, ne? Aber es sieht auch nicht gut aus. Ich glaube, bei den YouTuber-Gegnern brauche ich gar nicht weiter reinschauen. Die sind eh nicht machbar. Hermoridor haben wir hier so ein bisschen angekratzt. Die erste Etage haben wir da. Mal gucken, ob hier die zweite auch irgendwie fällt. Aber ja, ist vielleicht auch machbar mit viel Pilzaufwand, aber sehe ich mich jetzt momentan eher weniger drin, muss ich sagen. Aber wir haben ja schon einen ganz guten Progress gemacht, sag ich mal, ne? Ja, hier brauche ich nicht probieren, da brauche ich nicht probieren. Ich glaube, hier brauche ich auch nicht probieren. Nee, genau. Dann sind wir jetzt, glaube ich, erstmal hier in der Schattenwelt soweit durch. Wirbelwind. Da könnten ein paar Etagen liegen. Mal gucken, je nachdem, wie stark die nachfolgenden Gegner sind hier. Ne? Aber hier möchte ich auch immer nicht so viel reintryen, weil dann wird das immer Inventar immer so schnell voll, denn, ne? Da muss man die auch, ja, weiß ich nicht, weil die bringen ja schon ein bisschen Cash bringen die ja schon, die ganzen Gegenstände hier, ne? Zum Beispiel hier fast 10 Millionen. Das ist schon nice. Muss man mal schauen. Ja, vielleicht heben wir uns das noch ein bisschen auf. Jetzt gehen wir mal hier noch ein bisschen rein. Ja, wo ich echt gedacht hätte, dass der fällt, ist der Giftzwerg. Aber der stellt sich noch ein bisschen komisch an hier irgendwie, ne? Da hätte ich gedacht, dass wir da vielleicht weiterkommen. Dafür haben wir aber bei den nordischen Göttern mehr gelegt, als ich gedacht hätte. Ne? Also das gleicht sich hier wieder ein bisschen aus. Herkules, ja, nee. Hier hätte ich noch gedacht, dass wir vielleicht die Karantel noch besiegen, aber
Das sollte dann auch nicht sein, weil die Versuche sehen hier auch schon sehr gut aus. Die war eben schon fast down gewesen. Deswegen sind wir einfach, denke ich mal, an der Stelle unlucky. Kann man nichts machen. Ne? Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum Schluss nochmal hier in das Dämonenportal rein und gucken mal, was wir hier heute so gerissen kriegen. Ne? Bin mal gespannt. Das ist ja das persönliche Dämonenportal. Ich glaube, das Gildenportal habe ich heute schon angegriffen. Auf jeden Fall merkt man so ein bisschen den Schadensboost von der Rune, von der Waffenrune vor allen Dingen, ne? Weil die Resistenzen habe ich ja vorher schon fast gehabt, ne? Aber das merkt man auf jeden Fall. Alter, waren wir jetzt hart unlucky gewesen? Wir haben ja fast gar keinen Schaden gemacht hier. Boah, was? Das zieht sich ja hin hier. Ja, auf jeden Fall mein Ziel weiterhin erstmal Level machen. Und dann mit einem höchstmöglichen Level dann zu Weihnachten höchstwahrscheinlich dann in den legendären Dungeon reingehen und uns dann komplett wieder neu equippen. Das wird auf jeden Fall nice, dann kriegen wir auch wieder einen Schadensboost und werden wahrscheinlich dann auch die nächsten Gegner dann besiegen können. Ne? Aber das soll es dann erstmal soweit heute gewesen sein. Wie gesagt, im Wirbelwind, ja, da geht definitiv jetzt noch was. Aber ich möchte mein Inventar jetzt nicht so doll vollmüllen hier, ne? Das ist so das Ding. Deswegen warte ich da noch so ein bisschen und ja, denke ich mal, das werde ich auch kurz vorm Wirbelwind, falls mir da noch so ein Level fehlt oder so, immer mal ein paar Wirbelwind-Etagen angreifen. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.